Die Börsen haben geöffnet und das Jahr startet direkt durch. Welche Aktie schafft es heute in meinem Portfolio? Ein Gigant wie Meta oder doch die Beständigkeit von John Deere? Unser Motto bleibt: mit Sturheit zur Rendite. Legen wir los. Servus und willkommen zu einem neuen Update aus meinem Portfolio. Es wird höchstwahrscheinlich einen Neuzugang in meinem Portfolio geben und ich freue mich riesig, dass du auch heute mit dabei bist. Wie dabei oder raus? Wobei? Keine Zeit für Fragen, nur Taten. Dabei oder raus? Na, dann bin ich raus. Tut mir leid, Jet. Fakt ist, du bist dabei. Von vornherein, alles, was ich hier erkläre, ist keine Anlageberatung, es ist alles meine persönliche Meinung und dient lediglich der Unterhaltung. Direkt vorab, ich habe heute noch keine weitere Aktie gekauft, aber, und das ist das Spannende, ich habe eine ganz konkrete Idee im Kopf, welcher Wert es als nächstes ins Portfolio schaffen könnte. Ich möchte heute mit euch teilen, warum diese Aktie auf meiner Watchlist ganz oben steht und ob ich bei dieser Aktie den Kaufbutton drücken werde. Das Besondere heute, einer der beiden Kandidaten ist ein altbekanntes Gesicht. Ich hatte diese Aktie bereits im Depot, habe sie dann aber verkauft. Chantal, Ja? oh leise. Warum ich jetzt doch wieder ein Auge auf sie geworfen habe und ob ich meinen damaligen Verkauf heute vielleicht sogar bereue, das klären wir jetzt. So, jetzt löse ich das Geheimnis auf und wie ihr sehen könnt, hatte ich Meta-Plattform schon mal in meinem Portfolio drinnen. Ich habe in der Vergangenheit die Aktie sehr oft gekauft und verkauft. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mama sagt, dumm ist der Dummes tut. Das einzig Positive an der ganzen Sache ist hier auf der rechten Seite in der Renditetabelle, dass nachdem die Gebühren abgezogen wurden, der Wert positiv geblieben ist. Und ich finde mittlerweile, dass man Verlierer nicht übergewichten sollte und die Gewinner verkaufen sollte. Und das war leider der Fall bei Meta. Und ich habe in einem anderen Video ausführlicher erklärt, welche Fehler meinerseits in der Vergangenheit begangen wurden und wie wir gemeinsam dieses Portfolio in Zukunft aufbauen wollen, welche Strategie wir verfolgen werden und was uns dabei hilft. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu Google Sheets mal rüber, denn ich habe ein Aktienanalyse-Tool gebaut, was uns die fundamentale Stärke von einzelnen Aktien anzeigt. Und ich würde sagen, wir beginnen aber mit John Deere und später gehen wir zu Meta-Plattforms rüber. So, wir befinden uns bei John Deere beim Forward EV EBITDA Bewertungsmodell und laut diesem Bewertungsmodell, wie wir uns das hier unten anschauen können, ist für das Jahr 2025 ein Master Key Preis von $495 gewesen. Für das Jahr 2026 erwarten wir einen Preis von $553. Und wir können auch in die Zukunft dann dementsprechend schauen, wie sich laut unseren Berechnungen die Aktie ja, entwickeln könnte. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere, wie ich überhaupt auf eine Wachstumsprognose von 9,11% komme. Und zwar, da nehme ich, das kann ich euch schnell mal zeigen, hier den Durchschnittswert vom Wachstum vom EBITDA. Und ich ziehe aber von dem Durchschnitt 10% ab. Und das ist so ein kleiner Sicherheitspuffer von meiner Seite aus. Und genau, und so bewertet sich das und wir können dann hier den aktuellen Preis entnehmen. Und wie wir auch sehen, beim konservativen Wert nehmen wir 20% nur in die Berechnung mit auf, 60% vom moderaten Wert und optimistischen nur 20%. Und dann ergibt sich dementsprechend ein gewichteter fairer Wert von 553 Dollar und somit sind wir bei 88 Dollar jetzt gerade unterbewertet. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zu der Peter Lynch Pack Ratio Variante und dort schauen wir uns mal die Bewertungen an. So, laut Peter Lynch Bewertungsmodell
funktioniert ein bisschen ähnlich wie bei dem vorherigen. Haben wir einen fairen Preis, einen PEG 1,5, PEG 2,0 und wie wir hier unten sehen können, sehr gut ist, das strebt man auch eigentlich an, laut Peter Lynch, weniger wie 1,0 zu haben. 1,0 bis 2,0er PEG ist in Ordnung und alles, was größer wie 2 ist schlecht. Und dann schauen wir uns das dementsprechend an. Was würde laut dem Bewertungsmodell im Moment die Aktie letztes Jahr wert sein? $437. Und jetzt für dieses Jahr 2026 erwarten wir $500. Und oben sehen wir dann auch dementsprechend konservativ, moderat und optimistisch und das fließt mit rein und dann sind wir bei $34 Grad unterbewertet. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu Warren Buffetts DCF-Prognose mit rein und dann schauen wir uns dort noch ein paar Sachen an. So, und jetzt schauen wir uns die Discounted Cashflow Bewertungsmethode mal an. Wie wir in der Mitte sehen, haben wir einmal konservative, moderate und optimistische Bewertungen. Und wie machen wir das? Wir führen bei der DCF-Methode 3 verschiedene Bewertungen aus. Einmal die konservative hier links, moderat Mitte und optimistisch rechts. Und daraus entstehen 3 verschiedene Preise. Die fließen dann oben auch mit rein und dann bekommen wir die Master Key raus. Und für letztes Jahr haben wir uns einen Wert von $222 berechnet. Und für dieses Jahr denke ich, dass wir bei $241 sein sollten. Aber wenn wir jetzt oben bei Master Key uns das genauer mal anschauen, dann sehen wir, dass der gewichtete faire Wert extrem überbewertet ist und Margin of Safety sowieso. Hier im Graph sehen wir zwar schön, wie es nach oben gehen könnte, aber wie gesagt, es bringt uns nichts, wenn jetzt der Aktienkurs so extrem überteuert ist. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in das Dashboard rein und im Dashboard können wir uns final alles nochmal anschauen. So, jetzt sind wir im Herzstück des Analyse-Tools angekommen und jetzt schauen wir uns das mal genauer mal an. In der Mitte sehen wir die Master Key Prognose-Tabelle. Wie funktioniert sie? Wir haben vorhin alle 3 Methoden besprochen. Die fließen dann in einen sogenannten Super Master Key mit rein. Und wie wir uns das gemeinsam anschauen können, für letztes Jahr habe ich hier einen Preis von $341 berechnet. Für dieses Jahr denke ich, bei $381 wäre der Preis für John Deere in Ordnung. Weiter unten sehen wir die vergangenen Wachstumsraten und zwar vom Gewinnieraktie, Umsatz, Buchwert plus Dividende, Free Cashflow pro Aktie, Free Cashflow und das EBITDA im Durchschnitt. Noch ein Stück weiter unten sehen wir die PEG-Ratio von Peter Lynch, einmal die normale PEG-Ratio und die PEG Plus Ratio und wären sie 1 oder drunter, dann wäre es dementsprechend grün und über 2 wird es dann rot aufleuchten. Auf der rechten Seite haben wir die schöne Grafik hier, die zeigt uns an, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln sollte nach unserer Berechnung. Und hier sehen wir eine Checkliste. Anhand dieser Checkliste können wir uns anschauen, welche Sachen hat die Aktie dementsprechend erfüllt und wo ist sie noch nicht gut. Und ganz links sehen wir den aktuellen Dollarpreis, umgerechnet auch in Euro. Und dementsprechend, wie überbewertet ist sie jetzt gerade in Dollar und auch in Euro. Und jetzt kommen wir zum kombinierten Master Key. Und jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum steht hier 50, 30 und 20? Und zwar, weil die DCF-Methode ist in meinen Augen die stärkste Bewertungsmethodik. Und aus dem Grund bekommt sie die höchste Gewichtung in der Bewertung. Deswegen bekommt sie auch diese 50% und das PEG-Ratio 30% und die dritte Methode nur 20%. Und daraus ergibt sich dann unterhalb des aktuellen Aktienkurses der gewichtete faire Wert und dann kommt noch der MOS-Preis. Und der MOS-Preis ist der Margin of Safety Preis, minus 20%, das heißt vom fairen Wert werden noch 20% abgezogen. Und wie wir uns das anschauen können, ist die Aktie im MOS-Preis mit $162 überbewertet. No, God! No, God, please, no! 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 No!
Und jetzt würde ich sagen, jetzt sind wir mit der Fundamentalanalyse bei John Deere fertig und dann gehen wir jetzt mal rüber in die Chartanalyse. So, jetzt sind wir bei TradingView und da können wir uns dementsprechend anschauen, dass seit August 2024 John Deere sich nach oben bewegt hat, immer wieder mit größeren Rücksetzern zu kämpfen hatte. Im April 2025 ist sie genauso wie der Gesamtmarkt extrem runtergekracht, hat sich dann eigentlich wieder schön gut erholt und ist dann in eine Abwärtsspirale runtergekommen. Und der tiefste Punkt war hier bei $432. Und dann hat John Deere versucht, wieder auszubrechen. Aber eigentlich, wenn man das ein bisschen sich vergrößert, dann sehen wir, dass John Deere seit ungefähr Oktober 25 seitwärts läuft in so einer Range. Aber John Deere müsste sowieso uns noch vom Preis her gut entgegenkommen, damit wir überhaupt dort zuschlagen. Nein, nein. Wir müssen nicht mehr darüber reden, das reicht jetzt. Das ist eine vollkommen absurde Diskussion und solche Diskussionen mag ich nicht. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir zu Meta rüber und dann schauen wir uns dort die fundamentalen Daten mal an. So, jetzt sind wir bei Meta drinnen und ich würde sagen, wir fangen mit den Bewertungsmodellen wie bei John Deere von hinten nach vorne an. Ich habe für das Jahr 2025 einen Master Key Preis von $588 bestimmt. Für dieses Jahr habe ich mir $760 bestimmt. Und wie wir auch in dieser Grafik hier schön erkennen können, wird sich in die Zukunft laut meinen Berechnungen Meta gut entwickeln können. Und im Master Key oben sehen wir, dass im Moment der gewichtete faire Wert bei $760 ist, also $113 unterbewertet. Und genau, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir Schritt für Schritt weiter. Jetzt gehen wir in das nächste Bewertungsmodell von Peter Lynch rein und dann schauen wir uns dort die Daten an. So, jetzt sind wir im Bewertungsmodell nach Peter Lynch drinnen und wir sehen, in der EPS-Prognose habe ich mir für das letzte Jahr 2025 einen Master Key Preis von $727 bestimmt. Für dieses Jahr erwarte ich $872 und auch in der Zukunft sehen wir laut dieser Grafik, dass sich Meta eigentlich sehr gut entwickeln sollte. Wir sind jetzt auch beim Master Key erwarteten Preis mit 220 oder knapp über $220 positiv. Das heißt, wir sind unterbewertet. Und genau, wir sind auch nach der Kategorie nach Peter Lynch ein Stalwart-Unternehmen oder ein Fast Grower. Und genau, falls sich jemand noch fragt, warum hier nichts drinnen steht, weil Meta hat ja vor kurzem erst seine erste Dividende ausgezahlt oder sein erstes Dividendenjahr gehabt, also Steigerung 5 Jahre, 10 Jahre und erwartet kann ja noch nichts drinnen stehen. Das wird in der Zukunft passieren, wenn sie weiterhin Dividenden ausschütten. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in die DCF-Bewertungsmethodik rein und dann schauen wir uns dort die nächsten Daten mal an. Nach der Discounted Cashflow Bewertung habe ich beim Master Key Preis im Jahr 2025 einen fairen Wert von $614 bestimmt. Für dieses Jahr erwarte ich $683 nach meinen Bewertungen. Und auch in dieser Grafik sehen wir, dass sich Meta wirklich gut entwickeln sollte in der Zukunft. Wir sind jetzt beim gewichteten fairen Wert positiv, nur bei der Margin of Safety sind wir negativ. Ich muss aber dazu sagen, ich habe Wachstumswerte, also 9%, 11%, 13% gewählt, die sehr konservativ sind und obwohl eigentlich Meta deutlich bessere Free Cashflows generieren kann. Und ich dachte mir aber, ich bleibe konservativer, denn sonst würde man vielleicht vieles zu schön rechnen und das muss ja nicht sein. Und jetzt gehen wir mal in das Dashboard rein und im Dashboard schauen wir uns wirklich final an, ob Meta ein Kauf ist oder kein Kauf ist. So, laut dem Dashboard, nachdem wir alle 3 Prognosen ermittelt haben, hatte ich für das Jahr 2025 $643 bestimmt. Für dieses Jahr erwarte ich $755
Und auch in dieser Grafik sehen wir, dass sich eigentlich Meta gut entwickeln sollte. Wir sind jetzt hier beim gewichteten Fernwert positiv und nur beim kombinierten MOS-Preis sind wir negativ. In den ganzen Checks, die wir hier auf der rechten Seite haben, ist nur der MOS-Preis negativ. Alles andere wurde erfüllt von dieser Aktie. Die PEG-Ratio und die PEG-Plus-Ratio sind bei knapp über 1 und das ist nach Peter Lynch bei so einem ganz großen Unternehmen gar nicht so verkehrt. Und anhand von unserem Europreis sind wir wirklich gut dabei und genau. Who lets the dogs out? Who? Jetzt würde ich sagen, jetzt sind wir fundamental fertig. Jetzt gehen wir noch in die Chart-Analyse kurz rein und dann schauen wir uns, was der Chart uns noch so sagt. Und genau. So, jetzt sind wir in der Charttechnik drin und wie wir sehen können, hier im Februar 25 hat Meta sein altes All-Time-High gehabt. Dann ist Meta richtig stark nach unten gefallen, wie der Gesamtmarkt, nachdem Donald Trump die Zölle, mit den Zöllen gedroht hat. Als das abgeschlossen war, hat sich Meta wirklich super entwickelt, hat ein neues All-Time-High entwickelt und war knapp bei $800 und ist dann wirklich jetzt stark zurückgefallen in der Spitze 27%. Und meine Vermutung ist, dass jetzt Meta wirklich hier versucht hat, schön auszubrechen, ist an einem Widerstand angestoßen und jetzt geht es nochmal ein Stück runter. Wir wissen aber nicht, wie weit es runter geht. Also es kann sein, dass Meta uns vielleicht noch in diese Zone nochmal reinrutscht. Ich werde aber, denke ich jetzt mal, demnächst Meta kaufen. Bitte absolute Stille, ich muss in die Rolle eintauchen. Bitte absolute Stille, ich muss in die Rolle eintauchen. Gibst du mir wenigstens Bitte absolute Stille. Und falls die Meta-Aktie aber doch noch weiter runterrutscht, dann können wir nochmal Nachkäufe tätigen. Und jetzt würde ich sagen, jetzt sind wir mit den ganzen Sachen fertig und jetzt gehen wir nochmal in mein Parkett rein und schauen uns dementsprechend an, in welche Kategorie oder in welchen Sektor Meta und auch John Deere reinkommen würden und was dann im Portfolio sich ändern könnte. Genau, und dann gehen wir jetzt mal schnell rüber. So, jetzt befinden wir uns wieder in Parkett drinnen und dann würde ich sagen, gehen wir gemeinsam in die Analyse rein und dann schauen wir uns unter Sektoren das an. Also, wo würde John Deere reinpassen? In die Industriewerte würden sie reinkommen und dann würde ich sozusagen den Industriesektor in meinem Portfolio ein bisschen ausbauen können. Aber ich habe mir auch Caterpillar mit diesem Analysetool ausgerechnet und habe gesehen, dass Caterpillar deutlich attraktiver wäre. Vielleicht werden wir in den nächsten Monaten bei Caterpillar nochmal zuschlagen. Wo würde Meta reinkommen? Definitiv in die Kommunikationsdienste und würde Alphabet hier in diesem Sektor ein bisschen die Stirn bieten können. Und was ich noch bei Meta beobachtet habe, dass Meta vom Chartverlauf, von dem, wie sie sich gerade verhält, mich an Alphabet erinnert aus dem letzten Jahr. Und vielleicht täusche ich mich da auch, aber falls es so wäre, dann könnte man davon ausgehen, dass Meta wirklich demnächst oder vielleicht in 1-2 Jahren richtig mal durchzünden könnte. Und genau. So, dann würde ich sagen, das war es jetzt mit dem Video. Falls euch dieses Video einen Mehrwert liefern konnte, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen könntet. Gut gemacht. Abonniert doch diesen Kanal, um keine weiteren Videos dieser Art mehr zu verpassen, vor allem wenn es um die Fundamentalanalyse geht. Tu das nicht. Was? Tu das nicht. Was? Ich weiß, was du tust. Tu es nicht. Ich weiß, was du tust. Und falls euch etwas aufgefallen ist, was ihr euch oder was ihr noch anmerken möchtet, dann schreibt doch das gerne in die Kommentare rein, genauso wie was ihr von dem Vergleich John Deere versus Meta haltet.
Und dann würde ich sagen, wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Genießt es und wir hören uns dann in den weiteren Videos. Und wie gesagt, schönes Wochenende und ciao, ciao.